Moini, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight. Mit einer Killerin, auf die ich mich wahnsinnig gefreut habe. Puh, und wir sind direkt auf der neuen Map mit der neuen Killerin. Das ist nicht wunderschön. Ich spiele die Künstlerin. The Artist, formerly known as Kaminamora. Ist noch nicht wieder ready. Ich möchte unbedingt ihre Fähigkeit benutzen. Das ist meine erste Runde mit ihr, beziehungsweise meine zweite. Meine erste hat leider super lange gedauert. Deswegen denke ich, werde ich die nicht hochladen. Weil ich so 20-Minuten-Runden immer sehr schwierig finde. Aber mal schauen, wie die Runde hier wird. Da ist jemand direkt in die Ecke gegangen und denkt, sie wäre die Mauer. Es war eine Überlegung wert. Warum hat der nicht getroffen? Also unmöglich, oder? Unmöglich. Da sind die zu zweit. Die sind jetzt da auch wieder weg. Ich schieß mal einfach. Ich meine, why not? Kaminamora ist eine Künstlerin, die in Südchile groß geworden ist. Als Kind ist ihre Mutter verschwunden. Dazu wurde nicht mehr gesagt, außer dass ihr Vater ihr die Schuld daran gegeben hat. Ich habe sie gedownt damit. Ich habe auch den ersten Gen jetzt verloren. Aber ich habe sie gedownt mit der Fähigkeit. Ich bin sehr stolz auf mich. Wie gesagt, meine zweite Runde mit ihr. Wir wollen mal fair sein, das ist meine zweite Runde mit ihr. Da sind die wieder zu zweit an einem Gen. Ich habe Uneinigkeit dabei, deswegen weiß ich, dass die da hinten zu zweit an einem Gen sind, weil das Perk aufleuchtet. Die sind da sogar zu dritt dran, wie praktisch. Piau, piau, piau. Ciao. Wo seid ihr, ihr Menschlein? Ich wollte den Witz unbedingt bringen, sorry. Hallo, Menschlein, ihr Menschlein, wo seid ihr? Ja, jetzt im Entitus ist Kamina eine Druidin? Nein, eine Druden. Warum fällt mir das nicht ein? Eine Wilddruden. Eine Wilddruden. So wie aus Ronja Räubertochter. Deswegen ist sie die perfekte Killerin für mich. Ist nicht großartig. Ich sehe seine Aura. Hallo. Ich glaube... okay. Ja, ging trotzdem, danke. Ihre Mutter ist verschwunden und sie fühlte sich verantwortlich für ihren kleinen Bruder. Ihr Vater hat sie auch verantwortlich gemacht für das Verschwinden von ihrer Mutter. Und sie musste auch auf ihren kleinen Bruder aufpassen, weil er es nicht getan hat. Das ist eine ganz tragische Geschichte. Leider ist ihr Bruder dann ganz fürchterlich ertrunken in einem Teich, als es an der Tür geklingelt hat und sie mal nicht aufgepasst hat. Der Vater war daneben, hat es aber nicht mitgekriegt. Und hat auch Kamina für dieses tragische Unglück die Schuld gegeben. Die verstecken sich hier irgendwo. Gut, dann Menschlein, ihr Menschlein. Wo seid ihr? Falls ihr Ronja Räubertochter nicht kennt. Es passt so gut. Ich muss leider wieder zurück, weil die sich da hinten nur versteckt haben. Der in der Mitte, der läuft gut. Mach auf! Es ist nach oben gegangen. Oben sind 2 Safe-Paletten, da gehe ich nicht hinterher. Er hat, glaube ich, wirklich Objekt dabei. Hi. Ich mach mal den Loop hier zu. Schick die da rüber? No, vielleicht nicht. Vielleicht schicke ich die auch quer hier rüber. Ja, das verstehe ich nicht, ne? Das war bei dem Hellraiser auch so. Zack. Dass man am Anfang, wenn man geschlagen hat, keine Hitbox hatte, wenn man sich dabei so gedreht hat. Richtig fies. Ja, sie hat sich verantwortlich gemacht für den schrecklichen Tod von ihrem Bruder, fürs Verschwinden von ihrer Mutter. Ihr Vater hat sie auch dafür verantwortlich gemacht und so wuchs sie auf als junge Frau, die verantwortlich war für alles Schreckliche in ihrem Leben. Und ich mache den Loop zu.
Also mit der Entfernung habe ich noch nicht so raus. Aber die machen das richtig gut, ne? Dann renne ich immer ein bisschen hinterher. Er hat wieder Object hier. Lol. Gut, ich mache mal das Totem hier. Stelle ich wieder auf mit Pentimentus, ihr eigenes Perk. Und damit kann ich die Totems wieder aufstellen. Ich mache mal hier random Menschlein. Ihr Menschlein, wo seid ihr? Nicht hier. Mal gucken, ob wir die Runde nochmal für uns drehen können. Sieht ehrlich gesagt sehr schwierig für mich aus. Ja, und dann hat sie immer im Garten gesessen mit ihren Rabenvögeln, hat die gefüttert und sich verantwortlich gefühlt für alles und hat das Leid nicht mehr ertragen. Und hat schließlich... Ist einfach weitergerannt, ne? Puh, die machen es richtig gut. Versucht sich ihr Leben zu nehmen. Als junge Frau, als junge heranwachsende Frau. Und die Raben haben sie davon abgehalten. Also haben ihr nochmal einen Grund gegeben, dem Leben eine Chance zu geben. Puh, ich bin so konzentriert, sorry. Was noch? Ja, die Raben haben ihr dann... Hi. Na, Leon. Ja, sie hat einfach keine Hitbox. Bei jedem anderen, sorry, ne, aber es hätte bei jedem anderen, hätte das 1000-mal getroffen. Es tut mir echt leid, dass ich jetzt so meckere, ne, aber es hätte einfach getroffen. Wenn man sich so dreht, keine Hitbox. Fliegt. Da sind die wieder zu zweit dran. Ich habe keine Raben übrig. Ja, die Raben haben ihr Leben gerettet und dann ist sie zu einer größeren Künstlerin geworden, weil sie diese Erlebnisse in Kunst verarbeitet hat. Und immer politischer wurde. Und dann hat sie versucht, die Machenschaften in Südchile von korrupten Politikern aufzudecken mit ihrer Kunst, mit ihrer Poesie, die sie gemacht hat. Dann wurde sie und ihre Freunde wurden entführt. Ich habe gerade einfach keine Chance mehr hier, ne? Die spielen es so gut runter. Shaq ist gegen sie halt nicht so gut. Das weiß er direkt und rennt weg. So. Endlich mal einer drauf. Die versuchen jetzt hier durchzuziehen. Dann grabe ich sie einfach weg. Nice. Ja, und dann wurde sie von der Mafia entführt, weil sie ja versucht hat, gegen die Politik... Boah, ja, mit den Raben das durchgezogen, ne? Ich konnte zum Perkbild leider nicht viel sagen, aber es ist gerade so ein bisschen Standard-Perkbild auf ihr, würde ich mal behaupten. Sie wurde entführt. Aua. Nein, hör auf damit. Das sind meine Vöglein. Menschlein, ihr Menschlein. Meine zweite Runde, ne? Die machen mich richtig nass. Aber es ist okay. Also es ist wirklich in Ordnung. Ich habe keinen Vogel mehr. Die stehen da jetzt zu viert im Ausgang. Nein. Ja, und dann haben die Politiker, also nicht Politiker, sondern hör auf mich zu blenden. Ich gebe dir keine Blendung mehr. Du hast mir gar nichts gegönnt, die Runde.
haben sie entführt und ihr die Zunge genommen, dass sie nicht mehr sprechen kann, und ihre Hände genommen, damit sie nicht mehr malen kann. Hui, guckt euch das an. Zweite Runde. Na gut. Ja, und deswegen kann sie jetzt mit den Vögeln, die sie aus dieser Situation heraus auch wieder gerettet haben, die sie aber leider nicht kontrollieren kann, die so wild waren, dass sie ihre Freunde gefressen haben und die Politiker gefressen haben. Ähm, ja, das ist ihre Fähigkeit jetzt, dass sie diese Hand, also ihre Hände nicht mehr hat, sondern jetzt so Tintenstrahlen irgendwie, mit denen sie ihre Vögel losschicken kann. Das ist eine super traurige Story. Und jetzt sage ich kurz das Standard-Perk-Bild, was im Moment auf ihr relativ viele spielen, und zwar Spielzeug, Pentimento. Damit kann ich die Totems wieder aufstellen, dann kriegen alle so 'n Debuff. Erst auf, die Generatoren, dann auf Heilung und am Ende aufs Tor öffnen, wenn alle Totems dann noch stehen würden, die ich wieder aufgestellt habe. Mit Spielzeug zwinge ich sie dazu, die Totems zu zerstören. Barbecue für Punkte und um die Leute weiter wegzusehen, und Uneinigkeit, um überhaupt 'ne Chance zu haben, die ich diese Runde nicht so richtig hatte. Aber es ist in Ordnung, denke ich. Ich glaube, ich habe 'n bisschen zu ihrer Story erzählen können. Und ja, ich sage mal GG, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschau.